Dieses Fahrzeug ist nur 4,89 Meter lang und hat trotzdem Toilette, Dusche, Betten für 3 bis 4 Personen, 4 Sitzplätze, Küche, Warmwasser, Kleiderschrank und Stauraum. Das ist der Westfalia Club Joker City aus dem Modelljahr 2021 auf dem neuen VW Transporter T6.1. Und alle Details zu diesem Fahrzeug schauen wir uns in diesem Video jetzt ganz genau an. Der Westfalia Club Joker City ist wirklich ein total faszinierendes Fahrzeug. Trotz seiner kompakten Abmessung, wir haben hier einen VW T6.1, der ist 4,89 Meter lang, Prospektangabe in der Breite ist 1,90 und ein paar zerquetschte Millimeter und hoch ist er 2 Meter. Das heißt, er ist tiefgaragentauglich, er passt auf jeden Pkw-Parkplatz und er fährt sich auch wie ein normaler Pkw. Die größten Wettbewerber zu dem Westfalia Club Joker City sind, denke ich, der Marco Polo von Mercedes auf Basis des Viano und der VW California ebenfalls auf dem Transporter. Die sind konzeptionell aber komplett anders. Das heißt, der Club Joker City hat im Vergleich zu Westfalia Marco Polo und dem California bei gleichen Abmessungen trotzdem eine Toilette, trotzdem eine Dusche und das Ganze auch fest eingebaut. Und weil das Wichtigste an diesem Fahrzeug ist, schauen wir mal anders als sonst. Fangen wir von hinten an und gucken mal rein. Von hinten unscheinbar ein ganz normaler VW-Bus. Wenn wir die Klappe aufmachen, versteckt sich in diesem 489 kurzen Wunderwerk alles mit drin, was man für ein Wohnmobil braucht. Es geht natürlich nicht, ohne dass man Kompromisse eingeht, aber wir haben alles, was wir in einem 6,30 Meter Auto teilweise auch drin haben, hier mit dabei. Ist nur alles einen kleinen Tick kleiner. Der größte Unterschied zu Marco Polo und California ist hier ganz klar so, während ihr dort einen Heckstauraum habt und mehr Pkw seid, haben wir hier wirklich eine Nasszelle. Das heißt, wir haben hier die Toilette, gucken wir gleich nochmal genau an, und hier unten drunter eine Duschwanne. Und wie das im Detail alles aussieht, schauen wir uns an, aber damit wir uns gut bewegen können, mache ich als erstes mal das Dach hoch, damit wir richtig schön Bewegungsfreiraum haben, weil das echt ein Auto ist, das können wir in alle Richtungen aufpacken. Dach nach oben für Stehhöhe, Markise raus, um noch Schatten draußen gespendet zu haben, und plötzlich wird aus dem kleinen Stadtflitzer ein richtiges, vollwertiges Wohnmobil. Zum Aufstellen des Daches ist relativ einfach. Wir haben auf beiden Seiten eine kurze Arretierung. Die machen wir hier mal schnell los. Den einen Gurt auf der Fahrerseite, den anderen Gurt hier auf der Beifahrerseite. Und dann ist es wirklich nur noch kurz einen Stupser nach oben geben. Und schon habe ich das Dachbett oben. Und das sieht doch schon richtig nach Urlaub aus. Ich meine, stellt euch das mal vor, französische Atlantikküste irgendwo im Pinienwald. Dach oben, Fenster schön auf und ihr wacht morgens im Bett auf und schaut rum. Ist natürlich nicht so schön wie hier in Gotha im Industriegebiet mit ganz vielen halb ausgebauten Autos drumherum, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Das absolute Alleinstellungsmerkmal vom Westfalia Club Joker City, das kann höchstens noch sein Schwestermodell Westfalia Kepler One, ist, dass wir hier hinten im Heck eine Toilette haben. Nur anders als beim Kepler One haben wir hier, wie gesagt, den kurzen Radstand. Kepler One haben wir übrigens neulich gerade gefilmt, da verlinken wir euch das Video. Wer also dieses Auto mag, ein bisschen andere Farben gerne hätte und das ist ein bisschen größer, schaut sich den Kepler One an. Aber zurück zum Thema. Wir haben hier eine ganz normale Banktoilette, nennt sich das. Das heißt, wie in den großen Wohnmobilen haben wir hier eine Kassette und damit eben auch ein großes Fassungsvermögen. Und damit man mal sieht, wie das vom Sitzgefühl quasi ist. Ich passe da drauf. Ich habe riesig Beinfreiheit. Es passt für mich aufrecht sitzend hin. Also ich muss nicht mal schief sitzen, das habe ich immer gedacht. Sieht auf den Bildern so ein bisschen so aus. Aber es passt auf jeden Fall rein. Es ist natürlich mit Privatsphäre alles so ein bisschen begrenzt hier hinten. Aber wenn ich die Klappe zu habe, habe ich die Privacy-Verglasung. Ich habe für vorne die Isomatten, ich kann dort alles zuziehen. Dann habe ich hier schon meine Ruhe. Und man muss ja auch ganz klar sagen, die Toilette ist hier absolut die Notlösung und der Kompromiss. Benutze ich die Toilette nicht, klappe ich einfach das Brett runter. Habe hier zusätzlich noch, machen wir mal wieder drauf, damit hier nichts verloren geht, zusätzlich noch den quasi Sitzbezug. So, dann verrutscht er nicht.
und kann das so auch als Bank nutzen, dass wenn ich mir mal Hände waschen will, das eben auch zum Sitzen benutzt werden kann. Ebenfalls ein Kompromiss, aber eben in dieser Klasse von Marco Polo und California einzigartig ist, dass wir hier wirklich eine Duschwanne haben. Unter der vorderen Platte ist natürlich auch ein Ablauf, dass das Wasser vernünftig weglaufen kann. Das heißt, in diesem kurzen VW-Transporter könnt ihr sogar duschen. Ich glaube, das tun in der Praxis die wenigsten Menschen. Was aber wirklich toll ist, ist, dass ihr die Dusche hier nehmen könnt, rausziehen könnt und euch hier draußen abduschen könnt. Anders, und es ist nun mal der Wettbewerb zu California und Marco Polo, anders als bei den beiden Fahrzeugen habt ihr aber hier warmes Wasser mit dabei. Wie cool ist das denn? Hier hinten im Heckbereich habe ich gegenüber von der Küche einen richtigen kleinen Schrank. Da ist oben eine klitzekleine Kleiderstange drin, die ist natürlich nur so breit. Aber ich habe hier volle Ladehöhe bis da ganz nach unten. Ich komme fast gar nicht an den Boden ran. Also es ist schon ein echter Stauraum, der hier hinten drin ist. Das, was wirklich schön ist, ich komme mal rein. Ich mache hier mal den Gurt weg. Zack. Habe absolute Stehhöhe. Und wenn ich will, ich hoffe, das wird jetzt auf dem Video nicht zu hell, kann ich das hier aufmachen, schön aufrollen und kann Licht und Luft reinlassen. Das lassen wir jetzt einfach mal da mit hängen. So haben wir einfach wirklich ein helles Auto mit voller Stehhöhe. Ich habe hier meinen normalen Zweiflammenkocher in der Küche. Der Westfalia typisch natürlich, jetzt kein Strom drauf, mit dem Piezozünder ist. Hier hinten das Waschbecken, was so eine Multifunktion ist. Ich nehme es als Handwaschbecken auf Toilette. Ich habe die Duschmöglichkeit und ich habe es natürlich auch als Küche. In so kleinen Autos muss man eben alles multifunktional lösen. Ich kann mich vor der Küche, wenn ich einfach das Dach vielleicht unten habe, auch mal hinsetzen und alles im Sitzen machen. Ich habe eine riesengroße Besteckschublade, kann den eigentlich toten Raum unterm Waschbecken trotzdem nutzen und habe dann hier, jetzt bin ich hier ein bisschen zu groß, eine richtig schöne tiefe Schublade. Daneben noch eine etwas kürzere. Das ist das Gasfach. Wir haben hier eine 2,8 Kilo Gasflasche. Wie alle anderen Westfalia haben wir hier eine Dieselheizung und einen Kompressorkühlschrank. Das heißt, wir brauchen nur ganz wenig Gas, weil wir mit Gas nur kochen. Und das hier, damit man es besser beladen kann, ist eine gesteckte Schublade. Ist aber auch voller Stauraum, den ihr für euch zum Beladen nutzen könnt. Hier vorne haben wir einmal das doppelte Fach, wo ein bisschen die Bordtechnik mit versteckt ist, mit Batterie, Hauptschalter, Sicherung und solchen Dingen mit dabei. Das da drunter ist die Technikecke, da sind Ladegeräte und solche Dinge mit dabei. Also da ist nicht mehr viel Stauraum zu holen. Gegenüber von der Küche haben wir hier auf der anderen Seite den typischen Schminkschrank, wo ich mich morgens hübsch machen kann. Und darunter eine kleine Schublade. Was hier total praktisch ist, ist, dass das Fach sowas wie ein iPad oder ein Handy wunderbar schluckt und wir für den einen oder anderen Kunden da auch schon USB-Kabel mit reingelegt haben, sodass man am Kopfende vom Bett alles laden kann. Unterhalb dieser praktischen Schublade haben wir einen echten Kühlschrank. Das ist vielleicht im Vergleich zu dem VW California und dem Westfalia Marco Polo beim Westfalia Club Joker City so, dass wir hier halt einen echten Kühlschrank haben, wo die anderen beiden Kühlboxen haben. Das ist im Endeffekt Philosophiefrage, aber das ist halt immer ein bisschen aufgeräumter. Und darunter, damit wir in alle Schränke, in so einem kleinen Auto zählt natürlich jeder Millimeter, alle Schränke haben, ist nochmal ein richtiger Stauraum, wo viel geschluckt wird. Ja, wenn man sich für ein Westfalia Club Joker City entscheidet, dann muss man am Anfang die Entscheidung fällen, reicht es mir, nur das Dachbett oben zu haben oder möchte ich unten ein zusätzliches Bett haben? Ich merke übrigens gerade, dass es echt wie draußen ist. Hier ist richtig windig drin, obwohl ich mitten im Auto bin. Also wenn alle Fenster auf sind und die Heckklappe, hat man hier kein Problem mit Durchlüftung.
Wenn ich sage, für schlechtes Wetter, für getrenntes Schlafen, für mal zu dritt unterwegs sein, brauche ich hier unten ein Bett. Dann bestellt ihr das Zusatzbett. Und wie das aussieht, wenn man es aufgebaut hat, das tun wir jetzt einfach mal gemeinsam, weil es unfassbar ist, mit wie wenig Handgriffen man hier unten ein Bett bekommt, wo ich eben nicht auf einer umgeklappten Sitzbank schlafe, sondern wirklich auf der einen Seite eine tolle Sitzbank habe und auf der Rückseite eine tolle Matratze. Und das baue ich euch jetzt mal auf. Wenn man Fahrer- und Beifahrersitz gedreht hat, dann ist das Bettbauen eigentlich ganz einfach. Und zwar müsst ihr nur die beiden Kopfstützen wegnehmen. Und dann habe ich einmal die Entriegelung, mit der ich die ganze Bank entriegel. Und dann mache ich im Prinzip mit einem einzigen Handgriff, klappe ich das Ganze rüber, raste das sozusagen ein und habe dann nur noch eine einzige Sperre, die ich hier unten rausnehme und oben sichere, damit, wenn ihr hier an der falschen Stelle belastet, das nicht einfach wieder zusammenklappt. Damit man eine Idee hat, wie groß dieses Bett hat, tja, wo messen wir Breite und Länge? Ich würde sagen, weil ich ein Verkäufer bin, nehmen wir die breiteste Stelle zum Breitemessen. Wir haben hier einen Meter, aber noch verkäufertypischer die gefühlte Breite. Man spricht ja auch von gefühltem Wetter. Bis zur Wand habt ihr hier wirklich 1,10. Und das ist ja tatsächlich die Realität. Man kann da drüben den Arm raushängen lassen. Aber damit wir nicht nur alles besser dastehen lassen, gucken wir natürlich auch hier am Fußende. Hier haben wir in der Breite 85. Also, dass es als Doppelbett verkauft wird, halte ich für etwas optimistisch. Für zwei, die sich sehr gerne haben, würde das vielleicht funktionieren. Dann darf ich nur keiner von den beiden sein. Aber wenn es zwei schmalere sind, mag das funktionieren. Also wir beide. Du und jemand anders in deinem Format. Ja, das würde passen. Von der Länge haben wir hier echte Matratzenlänge 1,80. Aber es ist natürlich so, dass ich hier keine Begrenzung habe und dass, wenn ich alleine drauf liege, ich das im Prinzip in jede Richtung die Füße raushängen lassen kann. Also wenn es mal wirklich Sturm ist und ich zu zweit hier schlafen muss, dann geht das. Wenn ich getrennt schlafen will, ist das eine super komfortable Lösung. Wenn ich mal ein Kind dabei habe, ist es auch toll. Es gibt dem Auto einfach so einen Multifunktionsnutzen. Und bin ich fertig mit Bett, dann löse ich einfach unten wieder meine Sperre, klipp die da rein, wo sie reingehört. Ja, wenn man es trifft, so. Und dann muss ich einfach nur hier anheben, dort anheben und das Ganze klappt drüber, rastet einmal fest ein und dann, und das finde ich so cool an diesem Auto, habe ich echt eine super komfortable Sitzbank. Ich meine, guckt euch mal an, wie breit das hier ist. Du kannst das im Alltag normal bewegen. Auch hier Westfalia typisch mit Isofix Befestigungspunkten und mit der Kopfstütze hier natürlich immer auch eine hohe Sicherheit beim Fahren. Wenn ihr sagt, das Bett hier unten brauche ich nicht, ist das auch eine gute Lösung. Dann fällt nämlich der ganze Korpus hier weg und dahinter kommt dann ein richtiger Kleiderschrank, dass man nochmal eine Möglichkeit hat, eine Jacke oder sonst was aufzuhängen. Was einige Kunden von uns gemacht haben oder wir für sie gemacht haben, ist, das Bett wegnehmbar zu machen. Und dann haben wir hier oben Haken dran gesetzt und dann hast du hier einfach eine Garderobe für die Zeit, wo du das Bett nicht brauchst. Wenn du das Bett brauchst, packst du einfach die Matratzen rein und dann passt das auch wunderbar. In der Sitzgruppe hier vorne baue ich uns jetzt mal den Tisch auf. Das ist nämlich wie alles andere hier praktisch gelöst. Der Tisch liegt nämlich hier einfach in der Tür. Einmal entriegeln, zack, den ganzen Tisch nehmen, Kameramann am Leben lassen, einmal ausklappen, leicht diagonal. Nur kurz fürs Protokoll. Wir sitzen in einem Auto 4,89 Meter. Wir haben schon die Toilette gesehen, wir haben schon die Dusche gesehen, wir haben schon die Küche gesehen. Wir waren schon im Badezimmer und wir waren auch schon im Keller. Der Raum unter dem Kühlschrank. Der ist in diesem Auto nur so groß. Und jetzt sitzen wir hier drin und haben einen richtig großen Tisch. 93 mal 48, 48,5. Also auch noch eine Sitzgruppe, in der ich mit 3 oder 4 Leuten richtig gut sitzen kann. Ja, und was kostet das Ganze? Das verrate ich euch. Ich muss nur Chris von meiner Preisliste runterjagen und dann gucke ich da mal kurz drauf. So, eine halbe Stunde Preisliste bügeln später können wir hier mal drauf schauen. Wir haben hier im Grundpreis hat er 150 PS, dann ist der Grundpreis 61.900 Euro. So wie das Fahrzeug hier steht mit 199 PS, Allrad und Automatikgetriebe ist der Grundpreis 72.200 Euro.
Dann gibt es das ein oder andere Paket, zum Beispiel das Komfortpaket, wo Navigation und sowas mit drin ist, so dass man am Ende, ich denke, je nach Motorisierung und Ausstattung habt ihr realistisch ein Auto irgendwo zwischen 65.000 und 95.000 Euro. Das muss man leider in so einer großen Bandbreite sagen, weil einfach allein durch die VW-Option, will ich ein Abstandsregeltempomat haben, ja oder nein, will ich alles lackiert haben, nehme ich Metallic, nehme ich den großen Motor, das geht halt in tausender Schritten rauf oder runter. Aber da konfigurieren wir dann mit euch und wenn ihr eure Wunschkonfiguration habt, dann gibt es das passende Angebot und dann freuen wir uns drauf, dass ihr unsere Kunden werdet. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, ob sich das lohnt, Kunde für dieses Auto zu werden, ob euch das Bett da oben auch hervorragend gefällt. Und auch hier oben kann das richtig gemütlich sein, finde ich. Es ist natürlich beim Auto, wo ich eine tiefgaragentaugliche Höhe von 2 Meter habe, bleibt nicht mehr viel Matratze. Das ist wie beim Purcell Vanster und beim Purcell Camster. Und bei all den anderen Aufstelldachautos haben wir eigentlich immer oben eine dünne Matratze. Westfalia löst das Problem der dünnen Matratze hier aber relativ elegant, indem wir punktelastisches Lattenrost haben, nochmal auf Querlatten gefedert, sodass der Schlafkomfort, so zumindest das Feedback der Kunden, gut ist. Und wem das nicht reicht, dafür gibt es dann theoretisch auch noch einen Topper. Von der Matratzengröße, ich gehe mal davon aus, dass wir Standardmaße haben, aber wir gucken mal, bis da hinten haben wir 2,4 Meter. Also wirklich, die Matratze ist wahrscheinlich 2 Meter, aber bis hinten zum Faltenbalkende haben wir 2,4 Meter. Und hier in der Breite haben wir so 1,27 zwischen den Wänden. Die Matratze ist ein bisschen schmaler. Da haben wir, ja gut, da drüben ist auch, ich denke ungefähr 1,18 dürfte die Matratze in der Größenordnung sein. Ist es ein Bett, was vernünftig funktioniert, aber es gibt halt die Breite des VW-Busses vor. Ist der VW-Bus unten nur 1,90, kann das Bett oben nicht 2,5 Meter sein. Mir gefällt es in dem Sinne gut, weil das hier echt durchdacht gelöst ist. Wir haben eine Leselampe mit dabei und auch hier das, was wir von draußen schon mal gesehen haben. Du kannst halt hier das echt alles aufklappen und in alle Richtungen rausgucken. Das ist immer wieder das, was mich an diesen Aufstelldachautos fasziniert, dass es einfach das Innen- und das Außenleben so wunderbar verbindet. Und wenn man damit im Alltag unterwegs ist, ist er eben auch ein toller Begleiter. Und gerade jetzt auf dem VW Transporter T6.1, also dem Auto, was jetzt als Modelljahr 21 das neue Basisfahrzeug ist, nochmal ein neues Cockpit, in dem ihr euch den Alltag über bewegt, weil das eben der perfekte Begleiter für alle Alltagssituationen auch ist. Und da schauen wir uns jetzt nochmal das Cockpit an. Und dann, glaube ich, habt ihr einen ganz guten Eindruck, was der Westfalia Club Joker City so kann und vor allem, was er besser kann als seine Wettbewerber von den Großen von VW und Mercedes. Das ist Bully Feeling at its best. Gefällt mir gut. Schickes Cockpit. Das neue Cockpit vom T6.1 ist alles ein bisschen fahrerorientiert. Da ist so ein bisschen die Formsprache von außen wieder aufgenommen. Weil wir beim Westfalia Club Joker hinten die Thermoverglasung haben, bauen wir auf dem Transporter auf, damit man eben eigene Fenster hinten reinmachen kann. Aber das, was ihr hier seht, das ist im Prinzip das normale PKW-Cockpit. Dieser Wagen hat hier den Abstandsregeltempomat. Bei VW heißt das ACC, Active Cruise Control, glaube ich. Wir haben das große Radionavigationsgerät. Das ist in dem Komfortpaket mit drin. Das ist so, wie ihr das aus den meisten PKWs letztendlich kennt. Da brauchen wir jetzt nicht großartig durchgehen. Das, was einfach auffällt, ist, wir haben eine tolle Lenkradfernbedienung. Wir haben alles hier mit drin und wer will, hat das Ganze sogar noch mit einer Sprachsteuerung. Wenn der Wagen so wie hier bestellt ist, kann man ihn als Allrad sogar mit Differentialsperre und all diesen Dingen ordern. Und wer will, das haben wir ja früher schon mal gemacht, dann gibt es ja auch Videos zu, können wir das Ganze sogar auch noch einen Tick höher legen und auf Offroad-Bereifung stellen. Also wer Spaß an sowas hat, da habe ich dann auch öfter mal Freude dran. Aber so richtig den Eindruck bekommt man dann eben erst, wenn man sich das Fahrzeug in Natura anschaut. Und das solltet ihr dann unbedingt mal machen, wenn ihr sagt, ich suche ein kompaktes Auto, in dem ich schlafen kann, der aber vor allem auch im Alltag super gut ist, der im Urlaub so ein bisschen reduziert ist und das, was Camping eigentlich mal war, noch ein bisschen mehr repräsentiert. Durchaus mit Einschränkung gegenüber einem All-Inclusive-Hotelleben, aber eben alles, was lebensnotwendig ist, mit dabei. Das wäre der Westfalia Club Joker City und das ist das Auto, in dem wir hier sind. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich drauf, wenn ich euch in den nächsten Videos wiedersehe. Viel Spaß dabei und alles Gute.